Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch, wie man solche Papierbilder hier auf Aquarellpapier auf eine Platte, in diesem Fall eine Holzplatte, aufzieht. Hier habe ich ein sehr dünnes MDF-Brett. Das habe ich von beiden Seiten mit weißer Farbe grundiert, damit es sich nicht verzieht. Ihr könnt aber auch ohne weiteres dickere Platten nehmen aus Holz. Das macht überhaupt nichts, dann verziehen sie sich nicht. Ihr könnt sie auch ungrundiert verwenden. Das ist alles möglich. Hier seht ihr, ich habe mein Papier so zugeschnitten, dass, wenn ich es aufklebe, am Rand überall etwas weißer Untergrund hervorschaut. So habe ich einen kleinen Rahmen. Ich finde das ganz nett, man muss das aber nicht so machen. Ich brauche heute zum Kleben Vinylkleber. Das ist so eine Art Bastelkleber. Meiner Erfahrung nach funktioniert das bisher am besten. Ich zeige euch mal, wie der Kleber aussieht. Der ist so milchig weiß. Der wird auch etwas durchsichtig, wenn er trocknet. Und den benutzen wir gleich zum Montieren. Ich brauche noch einen Pinsel, mit dem ich den Kleber gleich auftrage. Und etwas Papier zum Drunterlegen, um meinen Tisch zu schützen. Außerdem nehme ich Backpapier, das brauche ich auch später noch, und schwere Bücher, um nachher das Ganze zu beschweren. Das Ganze ist super einfach. Ich befeuchte erstmal meinen Pinsel, damit er nachher gut auswaschbar ist. Trockne ihn wieder ab, damit nicht zu viel Feuchtigkeit drin ist, und trage den Kleber vorsichtig auf. Ich achte darauf, dass das Aquarellpapier nicht auf der Unterlage verschiebt. Ich halte es also immer mit einer Hand fest und verstreiche den Kleber über die Ränder hinaus. Würde es verrutschen, würde Kleber auf die Vorderseite gelangen und das Bild beeinträchtigen. Also immer mit einem Finger oder mit einer Hand das Bild fixieren und dann gleichmäßig an allen Stellen gut einstreichen. Diesen Vorgang wiederhole ich gleich nochmal. Ich warte 1 bis 2 Minuten, das Papier saugt die Feuchtigkeit auf, die Fasern dehnen sich aus und dann mache ich das Ganze einfach noch einmal. Damit stelle ich sicher, dass alle Stellen auf dem Papier gut mit Kleber bestrichen sind. Das Ganze hebe ich jetzt mit sauberen Fingern vorsichtig an, nehme die Unterlage weg, rutsche mir mein Brett wieder herunter
Und dann positioniere ich das umgedrehte Papier möglichst genau passend auf die Unterlage. Das Verschieben ist manchmal ziemlich schwierig, deswegen ist es wichtig, das möglichst genau zu platzieren. Jetzt nehmt ihr euch ein sauberes Tuch oder ein sauberes Papiertuch, haltet mit der Hand in der Mitte fest und wischt vorsichtig von der Mitte nach außen und achtet darauf, dass ihr nicht mit dem Tuch eventuell austretenden Kleber auf die Oberfläche verbringt. Wenn alles schön glatt verstrichen ist, wenn es keine Blasen mehr unter dem Papier gibt, habt ihr alles richtig gemacht. Nun legt ihr das Backpapier auf, das verhindert, dass die Bücher eventuell ankleben. Dann kommen die schweren Bücher drauf. Ihr müsst mal schauen, wie ihr das hinlegt. Und das kann jetzt einige Stunden trocknen. So, wir schauen mal nach. Oh, das sieht gut aus. Hat alles super geklappt. Klebt alles an allen Stellen. Alles noch super glatt. Jetzt könnt ihr einfach einen Aufhänger dran machen. Oder ihr könnt auch hinten nochmal ein kleines Brettchen aufmontieren und diese Platte mit Abstand zur Wand aufhängen. Das sieht dann auch ganz schön aus. Na, war das ein guter Tipp? Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!